Rätselhafte Lichter am Nachthimmel. Wie an einer Schnur gezogen. Beobachtet und im Zeitraffer gefilmt in mehreren Regionen in Deutschland. Auch in Hessen. In den sozialen Medien fragen die Nutzer, sind das Außerirdische oder Luftangriffe oder die Vermutung, zu viel Alkohol im Blut? Solche und ähnliche Fragen bekommt Hans-Jürgen Köhler oft gestellt. Der Hobbyastronom betreibt in Lützelbach im Odenwald die UFO-Meldestelle Zennab. Allein im vergangenen Jahr haben sich gut 600 Menschen wegen der mysteriösen Perlenketten am Himmel an ihn gewandt. Du hast mehr oder weniger so die ganze Bandbreite des menschlichen Lebens, sage ich mal. Von den tierisch Aufgeregten bis zu denen, die das relaxed sehen, wo sagen, also ich habe das Ding jetzt da beobachtet. Ich will eigentlich jetzt nur wissen, was das ist. Herr Köhler, sagen Sie es mal. Er selbst ist nicht etwa ein verrückter Spinner, der an grüne Männchen glaubt. Im Gegenteil. Er klärt die Menschen seriös über die Raumfahrt auf und weiß deshalb, die Lichter am Nachthimmel stammen vom milliardenschweren US-Unternehmer Elon Musk. Seine Firma SpaceX schickt inzwischen alle paar Wochen eine Falcon-Rakete ins All. Jeweils an Bord sind 60 kleine Satelliten, die die Welt mit Internet versorgen sollen. Die kreisen dann zunächst im Formationsflug im Orbit. Nach dem Start drüben in Florida ist es so, 20 Minuten später sind sie bei uns drüber in Europa. Und noch eine Stunde später sind die dann aus dem Satelliten gelöst. Und dann fliegt da so eine schöne Sternenkette dann auf einmal vom Westen Richtung Osten rüber. Das Satellitenprojekt trägt den Namen Starlink. Carsten Klees aus Düsseldorf ist einer von rund 10.000 weltweit, die das Internetprodukt von SpaceX schon geliefert bekommen haben. Die weiße Scheibe erinnert an eine gängige Satellitenschüssel fürs Fernsehen. Standardmäßig kommt die Antenne auf einem Dreibein, hinstellen, einstecken, beides an Strom, Router und die Stromversorgung für die Schüssel. Und dann richtet sich, wie wir gesehen haben, die Antenne ja geradeaus und Sie haben sofort Internet. Die Bandbreiten reichen für den Privatnutzer aus. Der Speedtest von Starlink zeigt heute eine Downloadgeschwindigkeit von fast 300 Megabit pro Sekunde an. Ein Wermutstropfen sind dagegen die Kosten. Für Satellitenschüssel und Router zahlt der Nutzer einmalig 499 € plus 59 € für den Versand. Pro Monat kostet das Internet aus dem All 99 €. Zusätzlich rund 25 € für den höheren Strombedarf. Aktuelle DSL-Angebote von Telekom oder Vodafone sind deutlich günstiger. Das Bundesverkehrsministerium hat allerdings vor kurzem angekündigt, das Satelliteninternet mit pauschal 500 € Zuschuss für die Hardware fördern zu wollen. Für Carsten Klees ist die Technik überall dort sinnvoll, wo es noch kein schnelles Internet gibt, zum Beispiel in der Schule seiner Kinder. Die warten seit 3 Jahren auf die Infrastruktur, auf ein Kabel, auf eine Verlegung eines Kabels, um dann 500 Mbit zu bekommen für 1200 Personen. So, und mit der Schüssel, eine Schüssel hingestellt, jetzt in Beta-Betrieb, bekomme ich 300 Mbit. Vermutlich zum Ende des Jahres habe ich dort Gigabit-Performance. Und ich habe Installationsaufwand von einer Viertelstunde. Satelliteninternet gibt es in Deutschland schon seit mindestens 15 Jahren. Das Besondere an Starlink ist, dass die Satelliten viel niedriger fliegen. In rund 530 Kilometer Höhe statt in Zehntausenden Kilometern. Das garantiert höhere Übertragungsraten. Interviewtermin im Kontrollraum der Europäischen Raumfahrtagentur in Darmstadt. Holger Krag ist bei der ESA für die Weltraumsicherheit zuständig. Sein Kollege Hermann Ludwig Möller arbeitet in der Telekommunikationsabteilung und ist aus Paris zugeschaltet. In Bezug auf die neuen Satelliten spricht er von einer Zeitenwende. Starlink und andere Entwicklungen weltweit haben den großen Unterschied, dass die Satelliten nur wenige 100 Kilometer hochfliegen und damit eigentlich diese Verzögerung vernachlässigbar ist oder vergleichbar ist mit dem, was sie in normalen Netzen haben. Und das ändert alles. Und damit wird die Raumfahrt und die Kommunikation in der Raumfahrt sicher ein fester Bestandteil in der ganz normalen Kommunikation werden. Gut 1600 Starlink-Satelliten kreisen seit 2019 schon im Orbit. 12.000 weitere will SpaceX bis Ende des Jahrzehnts nach oben bringen. Am Firmament wird es immer voller. Auf jeden Fall hat sich in den letzten 2 Jahren eine Dynamik entfaltet, die wir so nicht kennen. Wir haben
üblicherweise Startraten von 100 Satelliten in den niedrigen Erdorbit pro Jahr gehabt und das so durchaus konstant seit den 60er Jahren. Und diese Startrate, die geht jetzt hoch auf über 1000. All das natürlich nicht nur, um schnelles Internet in entlegene Orte zu bringen. Die Technik birgt ein viel größeres Potenzial. Eine Verbindung mit dem Mobilfunk zum Beispiel, der Einsatz auf Schiffen oder besonders in selbstfahrenden Autos. Diese Autos werden zu einer Digitalplattform werden. In der Zukunft, zumal wenn die Autos vielleicht autonom fahren oder autonomer fahren, dann wird die Erwartung sein, dass man, wo immer man ist, auch kommunizieren kann. Wie Sie es heute im Wi-Fi zu Hause machen, so wird das auch im Flugzeug, im Zug, im Auto sein. Im Orbit entsteht ein neuer Wettlauf. China plant ein eigenes Satellitensystem, genauso wie Europa. Die EU will zusammen mit Industriepartnern 6 Milliarden Euro investieren. Die ESA forscht zum Beispiel an einem automatischen Antikollisionssystem für Satelliten. Schon heute kostet das Orbitmanagement viel Geld und Personal. Hier kommt es immer wieder regelmäßig zu Kollisionswarnungen. Das ist inzwischen fester Bestandteil des Alltags eines Betriebsingenieurs, auszuweichen. Also mit unserer Flotte passiert das ungefähr alle 2 Wochen. Vor 10 Jahren war das nur halb so oft. Für Hobbyastronom Hans-Jürgen Köhler gibt es noch ein anderes Problem. Das Fotografieren von Planeten und Sternen wird immer kniffliger. Wenn wir Langzeitaufnahmen machen, hast du natürlich dieses Problem, dass wenn gerade kurz nach dem Start diese Satelliten dann kommen, dann diese Spuren ziehen. Dadurch, dass die Sache so ist, dass wir jetzt wissen, dass jetzt auch Konkurrenzunternehmen natürlich auch diesen Markt nicht mehr Elon Musk alleine überlassen wollen, werden wir natürlich noch viel mehr von diesen Streifen bekommen. Seine Hoffnung ist auch, dass sich künftig weniger Sternengucker bei ihm wegen der Starlink-Satelliten melden. Gerade Anrufe mitten in der Nacht seien doch recht lästig. Tja, super viel erfahren. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Und hier unten gibt es noch mehr von Max. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, einfach hier unten abonnieren und am besten auch noch mal die Glocke aktivieren. Also, bis zum nächsten Mal.